Moin Moin, ich bin Kai vom Steine-Kanal und heute schauen wir uns den Union Pacific 4014 Big Boy von Lesty und Designer Morningstrummer an. Ein Stück Eisenbahngeschichte. Der Big Boy ist einer der bekanntesten Dampfloks. Es wurden insgesamt nur 25 Exemplare gebaut. Den Spitznamen hat sich die Lok aufgrund ihrer Leistungsstärke verdient. Der Big Boy ist die einzige Dampflok der Welt, die mit einem 4884 Rad- und Achsenarrangement fährt. Das heißt, die Lok besitzt 4 Räder vorne, daneben 2 Sätze von je 8 Antriebsrädern und 4 Nachlaufrädern. Sie alle befinden sich unter einem großen Kessel. Heute sind noch 8 Exemplare erhalten. Sie sind in diversen US-amerikanischen Museen ausgestellt. Im betriebsfähigen Zustand ist jedoch nur noch die 4014. Details zum Set. Der Big Boy besteht aus 3200 Teilen. Motoren und Fernsteuerung sind im Lieferumfang enthalten. Die Anleitung befindet sich im PDF-Format auf einem beiliegenden USB-Stick. Dazu erhält man einen kleinen Stickerbogen mit dem Namen Union Pacific und der Typbezeichnung. Die Mock-Nummer bei rebrickable.com und Lesty lautet 89126. Das Set könnt ihr bei Lesty für 209,99 € erhalten, inklusive Versand- und Zollgebühren. Und wenn ihr im Bestellprozess den Code Steine-Kanal angebt, könnt ihr 10% Rabatt auf eure gesamte Bestellung erhalten. Die fertig zusammengebaute Dampflok kommt auf 89 cm in der Länge. Die Länge macht es etwas kompliziert, die Lok zu transportieren, und wenn es nur vom Bautisch auf die Schienen ist. Stellt die Lok am besten auf ca. 1 Meter Schiene und tragt das gesamte Konstrukt vorsichtig an seinen Zielort. Damit ihr wisst, ob der Big Boy auch in euren Bahnhof passt: Der Zug ist 8,5 cm breit und 13,5 cm hoch. Die Dampflok sollte möglichst gerade in euren Bahnhof einfahren können, denn bei Kurvenfahrten benötigt der Big Boy viel Platz, da die Lok vorne und besonders hinten weit ausschwenkt. Das liegt an dem langen Kessel, der sich natürlich nicht verformen kann. An der Vorder- und Rückseite sind Magnetkupplungen verbaut. Es gibt aber in der Bauanleitung auch eine Variante, in der ihr die Lok ohne Magnetkupplungen aufbauen könnt. Der Beiwagen wird mit einem Achspin mit der Lokomotive verbunden. Angetrieben wird die Lok von 2 Motoren mit einer Akkubox. Die Akkubox wird im hinteren Teil des Zuges gelagert. Über eine leicht zu entfernende Abdeckung kann die Box entnommen bzw. bedient werden. An der Front befindet sich noch eine Lampe, die leuchtet, sobald die Akkubox eingeschaltet wird. Über einen Funkempfänger lassen sich die Motoren per Fernbedienung steuern. Hier benötigt ihr für die Fernsteuerung noch 3x3A Batterien sowie einen Schraubenzieher zum Öffnen bzw. sicheren Verschließen des Batteriefachs. Der Akku reicht für ca. 20 Minuten. Danach wird die Bahn langsamer und die Akkubox sollte wieder geladen werden. Hierzu liegt ein USB-Kabel bei. Dreht man die Umdrehungszahl der Motoren langsam nach oben, krächzen diese erst einmal, bis sie den nötigen Reibungswiderstand des Getriebes überwunden haben und Fahrt aufnehmen können. In der Anleitung waren Gummibänder für die Antriebsräder beschrieben, damit die Bahn mehr Grip auf den Schienen hat. Diese fehlten aber in meinem Set. Auf Nachfrage teilte Lesty mir mit, dass die Bauanleitung überarbeitet wird und die Gummibänder darin nicht mehr benötigt werden. Zwar würde die Anhaftung auf den Schienen sicherlich etwas verbessert werden, sollte jedoch ein Gummiband reißen, wäre ein Austausch sehr aufwendig, da viele Teile hierfür demontiert werden müssten. Von daher hätte ich die Gummibänder persönlich weggelassen. Bei der Fahrt hat sich gezeigt, wenn der Akku schon etwas aufgebraucht war, dass die Räder bei Kurvenfahrten etwas durchdrehen, da hier einfach etwas Grip fehlt. Aufbau. Im Inneren sind bunte Steine verbaut, jeweils blau, weiß und orange. Darüber liegt dann eine Schicht aus grauen oder meist schwarzen Steinen. Nur von unten kann man die bunten Farben sehen. Im regulären Betrieb der Bahn fallen diese nicht auf. Im Set sind keine Schienen enthalten, zumindest ein paar Geraden wären nett, wenn man noch keine Schienen hat und die Bahn nur als Displaymodell verwenden will. Aufgrund der beiliegenden Motoren ist die Lokomotive natürlich für eine bereits vorhandene Bahnanlage gedacht. Man sollte auf jeden Fall die Größe der Lokomotive bedenken, falls ihr sie bei euch in eine Vitrine oder ins Regal stellen möchtet, denn mit knapp 90 cm passt sie sicherlich nicht überall hinein. Bis meine Bahnanlage bzw. meine City einmal steht, kommt die Lok in ein Billigregal mit Türen, aber auch da muss ich den Beiwagen abnehmen, denn das Regal ist nur 80 cm breit.
Für das Set wurden Go-Bricks Steine verwendet. Diese haben eine sehr gute Teilequalität und eine hohe Klemmkraft. Geliefert wird das Set in einem Karton, der mit Motiven der Lok bedruckt ist. Ein Tipp von mir zum Aufbau: Wenn ihr mit dem Bau startet, habt ihr jede Menge Tüten mit Teilen. Die Tüten sind nicht nummeriert und beinhalten jeweils mehrere Steine einer Art, also Tüten mit Kleinteilen, Plates etc. Ich habe zuerst versucht, nur die Polybeutel zu öffnen, aus denen ich gerade Steine benötige, um nicht alles auf einmal auf meinem Bautisch zu haben. Das kann man allerdings vergessen, da man sehr schnell aus jeder Tüte etwas benötigt. Am besten bereitet ihr euch vor, wenn ihr vor dem Aufbau alle Tüten aufmacht und alle 3200 Teile vorsortiert. Auch zur Bauanleitung habe ich noch einen Tipp für euch. Die Bauanleitung ist eine 258 MB große PDF. Diese wollte ich gerne mit meinem Tablet nutzen, doch die Größe war zu hoch und hat den Arbeitsspeicher zumindest bei meinem alten Modell überlastet. Daher habe ich die PDF mit der kostenlosen Software PDF24 etwas heruntergerechnet, das hat dann gut funktioniert. Ihr könnt zusätzlich die Anleitung mit der Software auch in mehrere Teile, also mehrere kleine PDFs unterteilen. Der Designer Morningstrommer hat hier etwas Komplexes kreiert und daher muss man auch sagen, dass das Set nur für erfahrene Baumeister ist. Zum einen gibt es sehr komplexe Bauschritte mit Unterschritten, die dann durch verschiedenfarbige Pfeile erläutert werden. An der Seite habt ihr eine Farblegende, die die Reihenfolge der anzubringenden Teile mit den entsprechenden farbigen Pfeilen angibt. Diese komplexeren Bauschritte sehen zwar auf den ersten Blick recht schwierig aus, mein Tipp: Lasst euch nicht aus der Ruhe bringen, sondern geht hier Schritt für Schritt vor und arbeitet die Bauschritte Stück für Stück ab. Einige Bereiche zeigen die anzubringenden Teile nur von einer Seite, den Rest muss man sich dann denken. In der Regel wird auf der gegenüberliegenden Seite das gleiche spiegelverkehrt angebracht. Auch wenn man sich so etwas hinzudenken kann, wäre es hier schöner gewesen, hätte die Anleitung dies ebenfalls abgebildet. Im ersten Moment fand ich den Aufbau der Lok recht herausfordernd. Rückblickend frage ich mich jedoch, was jetzt am Aufbau so schwierig war. Man konnte sich einige Stellen herleiten und das Komplexere dann Schritt für Schritt abgehen. Problematisch waren bei mir hauptsächlich die größeren zusammengebauten Elemente, die ich dann mit dem Rest der bereits zusammengebauten Lok zusammenstecken wollte. Hierbei war es öfter einfach etwas fummelig, bis alle Bausteine an Ort und Stelle und stabil zusammengedrückt waren. Auch musste ich etwas experimentieren, wo ich den nötigen Druck aufbringe, ohne dass ich etwas anderes wieder kaputt mache. Es war im Nachhinein aber doch alles wesentlich stabiler als zunächst angenommen bzw. von mir befürchtet. Der Antrieb mit den Motoren besteht zum größten Teil aus Technikelementen. Hier empfehle ich, die Akkubox schon mal provisorisch anzuschließen und nach jedem einzelnen Bauschritt die Funktion zu testen. So erkennt ihr frühzeitig, ob etwas falsch zusammengesetzt wurde oder ob die Reibung der Komponenten zu hoch ist. Gerade an dieser Stelle sollte man aufmerksam bleiben. Achtet auch auf eure Kabelführung. Hier ist einmal mein Kabel verrutscht, ohne dass ich es bemerkt habe, und somit war häufig das Kabel im Weg und ich wunderte mich, warum einiges nicht zusammenpasste. Das war natürlich ganz klar mein Fehler. Daher ist meine persönliche Altersempfehlung ab 18 bzw. ordentlich vorhandene Bauerfahrung. Etwas Deko beim Beiwagen habe ich weggelassen. Hier sollte eine flexible Röhre eingedreht werden, das hat aber einfach nicht funktioniert, da die Röhre die Form nicht halten wollte. Kommen wir zu einem kurzen Fazit. Man hat ein sehr schönes Endergebnis mit einer beeindruckenden 89 cm langen Lokomotive. Die Lok ist sehr stabil, dank der hohen Klemmkraft der Go-Bricks Steine. Der Preis für die Teileanzahl und Motorisierung finde ich fair. Der Aufbau ist eher für erfahrene Baumeister. Die Kurvenfahrten würden mit Gummibändern sicherlich verbessert werden. Was sagt ihr zum Big Boy von Lesti? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zusehen, hinterlasst ein Abo und ein Like und dann verbleibe ich bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.